Moinsen Leute, ihr schaut MoFun VR, ich bin Mutensen und das hier ist die PlayStation VR 2. Auch Sony ist bewusst, dass es unter uns Brillenträger gibt und hatte eigentlich bei der PlayStation VR 2 hier gute Arbeit geleistet, dass man mit einer normalen Brille reinkommt. Ich muss aber sagen, ich finde es trotzdem nicht ideal. Denn auch mit seiner normalen Brille in der PlayStation VR 2 stößt man ein bisschen an und muss ein bisschen Angst haben, dass die Gläser mit der Zeit zerkratzen können und es ist nicht hundertprozentig bequem. Das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann möchte man das nicht mehr. Ich habe nämlich in der Vergangenheit bei allen VR-Brillen, teilweise auch, weil man da mit der Brille gar nicht reinkam, bei den Brillen bei anderen Herstellern, Einlegelinsen benutzt. Ich habe die PSVR 2 jetzt schon eine ganze Weile und hatte bisher den Workaround, dass ich einfach Kontaktlinsen benutzt habe. Und heute ist es endlich soweit. Wir alle haben drauf hingefiebert. Hier, endlich ist mein Paket von den VR Optiker angekommen. Ich bin so froh und wollte euch das halt natürlich jetzt erstmal zeigen. Zack, wie immer, ja, gibt es hier kleine Säckchen und netterweise ein Brillenputztuch. Ja, Sony, achtet drauf, das kann man mitgeben. Und in diesen Säckchen sind jetzt schön nach links und rechts gekennzeichnet die extra Einlegelinsen für die PlayStation VR 2. Die sind natürlich mit meiner Brillenstärke. Man hat auf der Webseite auch noch die Option, sich dann ein paar Features wie Blaulicht dazu zu klicken. Das habe ich tatsächlich alles gemacht, denn ich möchte, wie ihr wisst, mit meiner PlayStation VR 2 jetzt sehr, sehr viel Zeit verbringen und dann nehme ich natürlich den maximalsten Nutzen auch aus diesen Dingern. Ja, falls ihr euch fragt, wozu der Blaulichtfilter ist, der ist eigentlich lediglich dazu da, blaues Licht aus dem Licht des Displays rauszufiltern und damit die Augen etwas zu entspannen. Das nimmt man eigentlich kaum wahr, das ist minimal. Aber es ist ein bisschen entspannter für die Augen. So, Anti-Reflection macht auch Sinn, weil schon durch die Fresnel-Linsen passieren Reflexionen in der Brille, die man teilweise als Artefakte wahrnimmt, ja, sogenannte God Rays. Und das wollte ich natürlich dann mit diesen Linsen auch minimieren. Hier sehe ich jetzt schon, ist eine Aussparung. Das ist nämlich die Seite, wo unsere Nase dann anstoßen könnte. Jetzt werde ich es mal reinbauen. Auf den Linsen steht auch nochmal extra rechts und links drauf. Ja, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und der Teil hier mit der Nasenaussparung kommt natürlich dahin, wo die Nase ist. Und das steckt ihr dann eigentlich nur ganz entspannt hier drauf. Das war's auch schon. Jetzt noch die linke Seite. Vorher habe ich natürlich die Brille und die Gläser nochmal ein bisschen geputzt. Ein bisschen fummelig beim ersten Mal, aber guckt mal bitte. Jetzt sitzen sie da prima drauf. Und jetzt kommt der eigentliche Moment. Die stehen auch auf jeden Fall jetzt ein gutes Stück ab. Ich würde mal sagen, das sind so 7 mm oder so. Ja, liegen nicht so super flach drauf wie auf der Pico 4. Aber im Großen und Ganzen komme ich mit meiner normalen Brille eh nicht näher dran. So, das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ja. So, das hier ist doch eine ganz okayische Testumgebung, würde ich mal behaupten. Ja. Ich war eben auch schon im Swimmingpool und habe mich da ein bisschen umgeschaut. Kajak VR ist natürlich ein ganz netter Benchmark, weil hier auch genügend Details sind, damit man mal ein bisschen vergleichen kann, wie sich das anfühlt, ob ich im Sweet Spot bin, etc. Ich habe jetzt hier die Hände gerade oben an meinem IPD-Regler. Tatsächlich scheint es so auszusehen, als wenn der empfohlene IPD, den die PlayStation VR euch vorschlägt, ja, also wenn die Ringe um die Augen blau wären, auch hier mit den Linsen am besten funktioniert. Ja, da hatte ich bei anderen Headsets schon mal ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Aber da kann man auch einfach mal ein bisschen rumprobieren, bis man einfach da seinen besten Sweet Spot gefunden hat. Das Eye-Tracking habe ich natürlich auch nochmal neu eingestellt, damit das alles jetzt im Zusammenhang mit den Linsen auch passt. Das ist nämlich auch der erste Unterschied von allen Einlegelinsen, die ich bisher hatte. Ich hatte noch kein VR-Headset, das Eye-Tracking benutzt. Die Einlegelinsen mussten auf sowas halt keine Rücksicht nehmen. Ja. Das tun die hier, das funktioniert selbstverständlich alles mit dem Eye-Tracking der PlayStation VR 2 zusammen. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja, wunderbar. Also, ich kann jetzt meine normale Brille abnehmen, die PlayStation VR aufsetzen und ich sehe halt dann einfach perfekt scharf. Keine Kontaktlinsen bröseln mir mehr in den Augen rum. Also ich glaube, dass es mit den Kontaktlinsen geht, aber wenn man es nicht gewohnt ist, ich finde es nicht so angenehm. Ja. Ich musste mich immer ein bisschen zusammenreißen und vor allen Dingen fand ich es auch irgendwie nicht nachhaltig, dass ich für jede 2-3 Stunden Spiel-Session immer ein neues Paar Kontaktlinsen auspacken musste. Das fand ich ein bisschen doof. Ja.
weil ich die dann erst wieder irgendwie nächsten Tag gebraucht hätte und so lange halten die nicht. Muss auch nicht sein. Jetzt habe ich die Linsen, die werden jetzt einfach da drin sein und höchstens hin und wieder mal geputzt werden müssen. Interessant ist auch, dass die Art und Weise, wie sie jetzt eingesteckt werden, das ist eigentlich so das Übliche, ja, wie das passiert. Bei der PlayStation VR 1 war das ein bisschen anders, da musste man die so unter das Gummiding tüdeln und das war tatsächlich nichts, was man dann auch mal ganz schnell wieder rausnehmen konnte, wenn irgendein Besuch oder die eigenen Familienmitglieder mal kurz in VR was machen wollten. Das war ein bisschen doof. Jetzt kann ich die einfach schnell rausnehmen, wieder reinstecken. Das geht flexibel und gut. Fantastisch. Das war der Test direkt in der PlayStation VR. Ich bin begeistert und ab jetzt werde ich wahrscheinlich jeden Tag 6 Stunden lang streamen. Watch out. Stenson. Ja, großartig. Also für mich ist das jetzt eine Riesenerleichterung, weil ich jetzt nicht mehr extra mit den Kontaktlinsen rumtüdeln muss. Ja, fantastisch. Also sie machen genau das, was ich von ihnen erwartet habe und zwar auch gut. Mir ist jetzt im ersten schnellen Aufsetzen gar nichts Kompliziertes aufgefallen. Das muss natürlich jetzt aber mal ein echter Test hergeben, ja, wo ich dann wirklich mal 2-3 Stunden spiele und schaue. Tatsächlich vom Speedspot etc. hatte ich jetzt überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Das war alles gut. Also super ideal. Ich werde euch natürlich auch jetzt nochmal den Link zu den VR-Optikern darunter machen. Ihr könnt euch dann mit dem Couponcode MoFunVR 5% Rabatt abgreifen. Ja, das ist auch ein Affiliated-Link. Ich bekomme dann sogar von den VR-Optikern eine kleine Provision. Alter Schwede, haben wir alle was von und ich bin jetzt wirklich, wirklich richtig glücklich. Jetzt werde ich euch aber wahrscheinlich in den nächsten Tagen viel mehr PlayStation VR 2 Videos um die Ohren hauen, als uns ein lieb ist. Jetzt kann ich das Ding einfach schnell aufsetzen, was machen, immer wenn ich Lust dazu habe und muss nicht überlegen, macht das wirklich Sinn? Willst du dir dafür jetzt extra die Kontaktlinsen reinlegen? Tja, das musste ich nämlich vorher mal machen. Es ist für mich sehr befreiend. Sehr schöne Geschichte. Also, nochmal zusammengefasst, für Brillenträger besserer Komfort und ihr habt keine Gefahr mehr, dass ihr einfach die Originallinsen und eure Brille zerkratzt. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass jetzt über den Linsen Linsen sind die Originallinsen perfekt geschützt. Großartige Geschichte. Wir können aber natürlich auch ein bisschen Community Power machen. Schreibt mal gerne eure Erfahrungen mit den VR-Optiker-Linsen hier drunter. Ja, das ist immer eine gute Information, nicht nur von mir, sondern dann auch von euch, für alle anderen da draußen. Das war's von mir. Ein Wapki unter diesem Video würde mich natürlich auch sehr freuen. Ich hoffe, den Kanal habt ihr sowieso abonniert und jetzt bin ich erstmal draußen und zwar, das heißt drinnen, also unter der VR-Brille und dann irgendwo da draußen in der virtuellen Realität. Das war's von mir, Motensen, MoFunVR, Stenson. Immer für euch da. Bye bye. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. MoFunVR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Motensen, MoFunVR.